Nein, das ist kein Fehler. Und nein, wir werfen kein Geld weg, wir pflanzen es tatsächlich an. Wenn du glaubst, Gartenarbeit sei einfach, dann wirst du heute überrascht sein. Denn eine alte, abgenutzte, vergessene Brieftasche kann in deinem Garten Wunder bewirken. Warum sollte ein normaler Mensch eine Brieftasche neben Tomaten oder Zucchini vergraben? Ist das eine neue Sparmaßnahme? Oder ein Ritual, um die Fruchtbarkeit von Pflanzen und gleichzeitig ein Bankkonto zu beschwören? Wir verraten dir noch nicht alles. Ich sage dir nur, dass unsere Experimente etwas Unglaubliches gezeigt haben. Vergrabe eine alte Brieftasche, ja, sie ist leer, sie liegt sowieso schon seit Jahren traurig herum. Schreib uns in die Kommentare, ja oder nein, probierst du diesen Trick aus? Wähle einen Platz neben einer Pflanze, sagen wir Zucchini, Tomate oder Paprika. Tiefe. Ungefähr so tief wie beim Vergraben von Kartoffeln oder Geheimnissen. Du kannst sie öffnen und ein Stück Pappe, eine alte Rechnung oder sogar trockenen Tee hineinlegen. Klingt verrückt? Ist es auch. Aber bevor wir euch verraten, was passiert, abonniert unseren Kanal und liket dieses Video. Vielen Dank dafür. Aber was nach ein paar Tagen passiert, ist schwer zu erklären. Die Pflanzen werden üppiger, die Erde um sie herum weicher. Und es ist, als würde dort eine andere Mikrowelt entstehen. Mikroorganismen kommen. Sie lieben Papier, sie lieben altes Leder. Und wo sie sind, da ist Fruchtbarkeit. Und vielleicht denken die Pflanzen, du hättest ihnen dein Geld gegeben und revanchieren sich jetzt. Wer weiß. Probier es aus. Vergrabe es. Und wenn deine Nachbarn dich fragen, was du machst, lächelst du einfach und sagst, ich pflanze finanzielle Stabilität in Tomaten. Klicke auf Abonnieren, um gemeinsam noch mehr merkwürdige Tricks zu entdecken. Und teile dieses Video in den sozialen Netzwerken. Danke.